Manche Entscheidungen wirken spontan, aber sie sind es nicht. Du sagst Ja, obwohl du eigentlich Nein meinst. Du gibst nach, ohne den Grund wirklich zu verstehen. Du traust jemandem, obwohl dir dein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Was, wenn diese Reaktionen gar nicht aus dir selbst kommen? Was, wenn der Moment, in dem du zustimmst, schon lange vorher vorbereitet wurde? Es gibt Menschen, die wissen genau, wie man diese Reaktionen inszeniert, ganz ohne Zwang. Einer von ihnen ist Robert Cialdini, Psychologe, Verhaltensforscher, Bestsellerautor und für viele der einflussreichste Experte in der Wissenschaft der subtilen Beeinflussung. Seine These ist so einfach wie verstörend. Der Moment der Überzeugung beginnt nicht, wenn du redest, sondern lange vorher. Noch bevor du überhaupt weißt, worum es geht. Was Cialdini entdeckt hat, ist kein klassisches Manipulationsrezept. Es ist vielmehr ein präzises Verständnis dafür, wie unser Gehirn Reize einordnet und wie leicht sich dieser Prozess beeinflussen lässt, ohne dass wir es merken. In diesem Video tauchen wir ein in die verborgene Architektur der Präsuasion, also der psychologischen Vorbereitung, die entscheidet, ob ein Argument wirkt oder nicht. Du wirst lernen, warum ein Satz, richtig platziert, mehr Macht haben kann als ein ganzes Konzept. Und du wirst verstehen, wie Worte, Bilder, Orte und sogar leere Räume deine Entscheidungen prägen, ohne dass du es bemerkst. Doch dieses Wissen ist kein Spielzeug. Es ist ein Werkzeug, das Wirkung zeigt, im Guten wie im Schlechten. Es kann Nähe schaffen, Vertrauen, Klarheit, aber es kann auch verführen, verzerren und lenken. Deshalb ist eine Warnung angebracht. Was du jetzt erfährst, kann dir helfen oder dich verändern. Wenn dich solche psychologischen Einblicke faszinieren, dann unterstütze gern unseren Kanal mit einem Like oder Abo, damit du keine dieser verborgenen Strategien mehr verpasst. Cialdini hat ein Prinzip entdeckt, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber in Wahrheit die Grundlage für jede gelungene Beeinflussung bildet: Verschiebung des Fokus. Nicht das Argument ist entscheidend, sondern der Moment davor. Wenn du willst, dass ein Mensch sich großzügig verhält, dann musst du ihn nicht mit Fakten überzeugen, warum Großzügigkeit wichtig ist. Du musst ihn lediglich an seine eigene Großzügigkeit erinnern, noch bevor du dein eigentliches Anliegen aussprichst. Ein klassisches Experiment. Passanten sollten eine Umfrage ausfüllen. Im ersten Durchgang stimmten gerade einmal 29% zu. Im zweiten Durchgang stellte man ihnen vorab eine einzige Frage: Würden sie sich selbst als hilfsbereiten Menschen beschreiben? Fast alle sagten ja, und anschließend stimmten 77% der Umfrageteilnahme zu, ohne dass sich die Umfrage selbst verändert hätte. Warum funktioniert das? Weil unser Gehirn danach strebt, kohärent zu bleiben. Wenn ich sage, no, ich bin hilfsbereit, dann möchte ich auch handeln, wie jemand, der hilfsbereit ist. Und so wird aus einer simplen Frage ein psychologischer Hebel. Du verankerst ein Selbstbild und der Mensch versucht, diesem Bild gerecht zu werden. Das bedeutet für dich: Wenn du jemanden überzeugen willst, sprich nicht direkt über dein Anliegen. Sprich vorher über Werte, Haltungen, Erfahrungen, über das, was in ihm bereits angelegt ist. Nicht um zu manipulieren, sondern um in Resonanz zu gehen. Denn Menschen stimmen nicht Ideen zu. Sie stimmen Menschen zu, die sie als Teil ihrer eigenen Identität wahrnehmen. Wenn du spürst, dass dir diese Art zu denken neue Türen öffnet, dann bleib noch einen Moment. Gleich erfährst du, wie du diese Prinzipien nicht nur anwendest, sondern meisterst. Cialdini beschreibt ein Prinzip, das tiefer wirkt als jeder rhetorische Trick: Einheit. Es geht nicht darum, Argumente zu liefern. Es geht darum, Nähe herzustellen. Und zwar nicht durch Worte, sondern durch Zugehörigkeit. Wenn du das Gefühl hast, jemand gehört zu deiner Gruppe, dann verändert sich dein Verhalten. Du wirst offener, vertrauensvoller, zustimmender. Nicht, weil der andere überzeugender wäre, sondern weil du deine Identität mit seiner verbindest. Ein berühmtes Beispiel ist Warren Buffett. Als es darum ging, Investoren über die Zukunft seines Unternehmens zu informieren, schrieb er: Ich werde Ihnen sagen, was ich meiner Familie sagen würde. Mit diesem einen Satz löste er Ängste auf, denn Familie bedeutet Nähe, Schutz, Verlässlichkeit. Buffett erklärte damit nicht nur Fakten, er stellte Einheit her.
Und diese wirkt stärker als jede Statistik. Das gilt nicht nur für Worte, sondern auch für Bilder. In einem Experiment zeigte man Kleinkindern verschiedene Bilder im Hintergrund, bevor ihnen unbewusst Hilfeverhalten abverlangt wurde. Kinder, die vorher zwei Menschen Schulter an Schulter gesehen hatten, waren dreimal so hilfsbereit wie jene, die ein einzelnes Gesicht gesehen hatten. Sie waren nicht älter als 18 Monate. Das zeigt, Einheit ist älter als Sprache. Sie wirkt unterbewusst, automatisch, biologisch. Und genau deshalb ist sie so wirkungsvoll. Wenn du willst, dass Menschen dir zuhören, dich unterstützen oder deinem Vorschlag folgen, dann zeige ihnen nicht, wie klug du bist. Zeige ihnen, dass du einer von ihnen bist. Du bist nicht der Bittsteller, du bist der Mitstreiter, nicht der Verkäufer, sondern der Vertraute, nicht der, der überzeugen will, sondern der, der gemeinsam gestaltet. Einheit entsteht, wenn du dich verletzlich zeigst, wenn du echte Erfahrungen teilst, wenn du sagst, was du auch deiner Familie sagen würdest. Die meisten Menschen denken, Überzeugung beginnt in dem Moment, in dem sie ihre Idee aussprechen. Doch Cialdini sagt, der entscheidende Moment liegt vorher. Es ist wie beim Gärtnern. Die Qualität deiner Ernte hängt nicht nur vom Samen ab, sondern vom Boden, in den du ihn legst. Dieser Boden ist der emotionale Zustand deines Gegenübers, bevor du sprichst. Und genau hier setzt das Prinzip des Priming an. Ein Beispiel. In einem Einkaufszentrum wurde ein Mann gebeten, Frauen um ihre Nummer zu bitten. Vor den meisten Geschäften bekam er einen Korb. Doch wenn er vor einem Blumenladen stand, stiegen seine Chancen deutlich. Warum? Weil der Kontext, der Duft, die Farben, das Thema Romantik im Gehirn der Frauen bereits einen emotionalen Zustand erzeugt hatte. Das Entscheidende daran: die Frauen sagten später, das Geschäft habe keine Rolle gespielt. Das zeigt, Priming wirkt nicht bewusst. Es verändert, wie Menschen denken, ohne dass sie es merken. Wenn du also etwas erreichen willst, ein Gespräch, ein Vorschlag, ein Verkauf, eine Bitte, dann frage dich, in welchem Zustand muss mein Gegenüber sein, um Ja zu sagen? Hilfsbereit? Offen? Stolz? Entspannt? Und dann bereite den Boden. Lass dein Anliegen nicht als kalte Strategie erscheinen, sondern als natürliche Fortsetzung eines inneren Zustands, den du vorher erzeugt hast. Cialdinis Erkenntnisse sind nicht nur theoretisch, sie lassen sich sofort im Alltag einsetzen. Hier sind 5 einfache, aber wirkungsvolle Anwendungen, mit denen du sofort überzeugender wirst, egal ob im Beruf, in Beziehungen oder im Verkauf. Erstens, verwende Formulierungen mit emotionaler Nähe, statt »Ich habe da eine Idee«. Sag lieber, ich will dir etwas zeigen, das ich auch meinem engsten Team empfehlen würde. Damit aktivierst du Vertrauen durch Zugehörigkeit, ein unterschätzter Gamechanger, gerade in kritischen Gesprächen. Zweitens, verwende das Wort Rat statt Meinung oder Feedback. Beispiel: Wenn du jemanden nach seiner Einschätzung fragst, sag nicht, was hältst du davon, sondern welchen Rat würdest du mir geben? Warum? Das Wort Rat aktiviert den Teil des Gehirns, der sich verantwortlich fühlt und erzeugt ein Gefühl von Nähe und Kooperation. Du machst aus einem Zuhörer einen Verbündeten. Drittens, bereite den Boden emotional vor, bevor du ein Anliegen äußerst. Stell dir vor, du willst eine Idee präsentieren, die riskant oder unpopulär ist. Dann erinnere dein Gegenüber zuerst an eine frühere Situation, in der Mut oder Kreativität sich ausgezahlt haben. Ein Beispiel: Weißt du noch, wie deine Idee mit XY damals belächelt wurde und dann ein voller Erfolg wurde? Erst dann. Ich habe da etwas, das vielleicht ähnlich verrückt klingt, aber großes Potenzial hat. So schiebst du deine Gesprächspartner in den emotional passenden Zustand, noch bevor du dein Anliegen nennst. Viertens, gestalte deine Umgebung so, dass sie deine Botschaft unterstützt. Die psychologische Umgebung wirkt stärker als Argumente. Ein Tisch mit Kaffee, Pflanzen und sanftem Licht erzeugt Vertrauen. Ein kahler Besprechungsraum mit Neonlicht erzeugt Abwehr. Auch Worte an der Wand wie Vertrauen, Zusammenhalt, Mut können das Verhalten subtil beeinflussen. Das gilt nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst. Fünftens, verwende Timing strategisch. Der richtige Moment entscheidet oft mehr als das richtige Argument.
Wenn du jemanden um Unterstützung bittest, dann nicht irgendwann, sondern am besten nach einem Moment des Erfolgs oder der Wertschätzung. Ein Beispiel: Wenn du gerade positives Feedback bekommen hast, ist der ideale Zeitpunkt, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Warum? Weil du damit emotionalen Vorlauf schaffst und Menschen eher Ja sagen, wenn sie sich hilfreich oder großzügig fühlen. Manche glauben, Überzeugung beginnt mit einem guten Argument. Doch wahre Überzeugung beginnt vor dem ersten Satz. In der Atmosphäre, in der Wahrnehmung, in der inneren Haltung. Robert Cialdini hat uns gezeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir sagen, sondern wann, wo und wie wir unser Gegenüber emotional vorbereiten. Die wahre Manipulation geschieht nicht mit lautem Druck, sondern mit leisen Impulsen, mit einem Blick, einer Erinnerung oder einem einzigen Wort. Wenn du das verstehst, beginnst du Menschen anders zu begegnen. Du hörst tiefer. Du erkennst schneller, wo der Widerstand entsteht und wie du ihn auflöst, noch bevor er sich zeigt. Aber genau deshalb trägt diese Macht Verantwortung. Denn die subtilsten Werkzeuge sind oft die gefährlichsten. Nutze das, was du heute gelernt hast, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu verbinden. Nicht um zu täuschen, sondern um aufrichtige Kommunikation zu fördern. Vielleicht wirst du in den kommenden Tagen einen Moment erleben, in dem du dich fragst: Was passiert hier gerade? Und was könnte ich tun, bevor ich spreche? Dann erinnere dich an Cialdini und an das, was du jetzt weißt. Wenn du noch mehr psychologische Tricks für Alltag, Karriere oder Beziehungen erfahren willst, dann klick auf Abonnieren, aktiviere die Glocke und begleite uns auf dem Weg zu mehr Klarheit, Einfluss und Selbstwirksamkeit.